Hi, ich bin Jennifer. Ich bin Ordnungscoach und zeige dir heute, mit welchen Putzhacks du dein Zuhause wieder auf Vordermann bringen kannst. Stressfrei, schnell und einfach. Die beste Zeit für den Frühjahrsputz ist direkt nach der Heizperiode, da wir dann den Staub, der sich über den Winter angesetzt hat, einmal von den Möbeln wieder abwischen wollen. Bei der Vorbereitung zum Frühjahrsputz empfehle ich immer, einen konkreten Plan zu machen. Das schafft Klarheit und man weiß wirklich, was man machen möchte und wo man anfangen kann. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Bei dem Putzplan wechseln wir jede Woche in eine andere Zone. Das heißt, wir fokussieren jede Woche einen anderen Bereich. Diese Woche sind wir in Zone 2. Das ist die Küche. Zusätzlich hat jeder Wochentag eine feste Aufgabe. Wenn wir also am Dienstag Staub wischen möchten, dann fokussieren wir uns dabei ganz stark in der Zone. Wir haben also die To-Dos über die ganze Woche verteilt und der klassische Putztag, der viele Stunden kostet, der entfällt. Ganz wichtiger Punkt: im Basisplan haben wir auch das Aufräumen aufgeführt. Und wie du mit der Kistenmethode wertvolle Zeit beim Aufräumen sparen kannst, das zeige ich dir jetzt. Bei der Kistenmethode sammelst du alle Dinge, die nicht an ihrem Platz sind, in einer kleinen Kiste. Du gehst von Raum zu Raum und bringst schnell alles wieder an seinen Platz. Jetzt wollen wir aber auch mit unserem Frühjahrsputz anfangen und wir starten heute in der Küche. Um hier sauber zu machen, brauchen wir gar nicht viel Chemie. Da kommen wir auch mit Hausmitteln wie Zitronensäure und Natron schon wirklich weit. Um angelaufene Töpfe zu reinigen, braucht es nicht viel mehr als ein bisschen kaltes Wasser und 2 Esslöffel Zitronensäure. Die Zitronensäure haben wir jetzt 15 Minuten einwirken lassen. Wie wir jetzt sehen, haben sich alle Rückstände gelöst, der Topf ist wieder super sauber und so wollen wir die Töpfe doch haben. Im Backofen haben wir es mit Verkrustungen und Fett zu tun. Das kann ganz schön hartnäckig sein. Damit du es beim Reinigen leichter hast, kannst du bei den meisten Modellen die Heizspirale runterklappen, die Gitter an der Seite entfernen und natürlich auch die Scheibe ausbauen. Bei mir sind die Clips hier unten. Wie das Ganze funktioniert, musst du jetzt mal für deinen Backofen nachschauen. Bei den meisten Backöfen findest du sie hier oben und kannst die Scheibe mit wenigen Handgriffen ganz einfach lösen. Um die ganzen Fettflecken loszuwerden, sprühen wir den Ofen jetzt einmal mit Backofenreiniger ein. Bei wirklich hartnäckigen Verkrustungen solltest du die Einwirkzeit ein bisschen länger wählen. Das Problem dabei: der Reiniger, der trocknet ein und dann reinigt er nicht mehr. Das heißt, wir müssen schauen, dass der Reiniger feucht bleibt und das schaffen wir, indem wir ihn mit Folie abdecken. Dazu kannst du super gut alte Klopapierfolie benutzen oder sonstige Verpackungsfolie. Dann hast du direkt deinen Müll für einen guten Zweck noch genutzt und brauchst keine Frischhaltefolie. So, wir schauen uns jetzt den Backofen an. Der Reiniger konnte nun eine ganze Zeit lang einwirken. Wie lange er einwirken muss, ist abhängig vom Verschmutzungsgrad, aber auch von deinem Reiniger. Der Backofen ist jetzt sauber und wir schauen mal, was wir im Badezimmer noch alles in Angriff nehmen können. Um die Verkalkungen im Badezimmer loszuwerden, können wir die Hausmittel Zitronensäure und Essig nutzen. Wir starten jetzt mit der Entkalkung vom Duschkopf. Jetzt geben wir 3 Esslöffel Zitronensäure hinzu und lassen das Ganze für eine halbe Stunde einwirken. Um Kalk vorzubeugen, kannst du nach dem Duschen deine Dusche mit kaltem Wasser abbrausen. Im kalten Wasser ist der Kalk besser gebunden, löst sich nicht so schnell raus und du hast weniger Ablagerungen. Wenn du unangenehme Gerüche aus dem Mülleimer wahrnimmst, dann gibt es da einen kleinen Trick. Du brauchst nur ein Wattepad und ein bisschen ätherisches Öl, wovon du ein paar Tropfen darauf machst. Das Ganze gibst du in den Mülleimer und schon hast du ein duftfrisches Bad. Wir wollen einmal schauen, wie unser Duschkopf geworden ist. Wir sehen, der Kalk hat sich komplett gelöst. Jetzt können wir uns aufs Duschen freuen. Ein weiterer Hack ist, anstatt eines Lappen Backpapier zu verwenden und Kalkablagerungen loszuschrubben. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, dann abonniere den Kanal. Im Wohnzimmer benötigen wir einen Staubwedel, den Staubsauger und ein Mikrofasertuch, um sauber zu machen. Dabei beachten wir, dass wir ganz oben anfangen, das heißt bei den Lampen. Wir arbeiten uns von oben nach unten, denn es kann immer sein, dass Staub nach unten rieselt und den wollen wir nicht auf unseren frisch geputzten Oberflächen haben. Ich zeige dir jetzt, wie du unangenehme Gerüche von deinen Polstermöbeln entfernen kannst. Große Polster, wie zum Beispiel diese Couch oder auch deine Matratze im Schlafzimmer, kannst du optimal mit Natron reinigen. Natron hat nicht nur eine super
super Reinigungsleistung, sondern bindet auch Gerüche. Dann mit einem nassen Schwamm eingerieben und trocknen lassen. Sobald es trocken ist, kann es einfach mit dem Staubsauger weggesaugt werden. Das Ganze lasse ich jetzt einwirken und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Heizung. Auch im Heizkörper selbst sammelt sich ganz schön viel Staub an und je nach Menge kann das wirklich negative Auswirkungen auf die Heizleistung haben und daher macht es besonders Sinn, auch hier einmal im Jahr nachzuschauen. Wir machen jetzt hier einmal die Blende ab und jetzt schauen wir mit der Heizkörperbürste, wie viel Staub sich da drin gesammelt hat. Im Vorfeld haben wir ein nasses Handtuch untergelegt, das fängt den Staub auf, sodass der nicht in die Raumluft gelangt. Hier sieht man mal, dass da ganz schön viel rausgekommen ist. Das lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder zu reinigen. So, meine Wohnung habe ich heute blitzeblank gemacht. Jetzt bist du dran. Schnapp dir den Putzeimer und los geht's. Welche Putzhacks hast du auf Lager? Hinterlasse einen Kommentar unter dem Video.